Hallöchen, der 18. Teil Videolog. Es gibt wieder Neuigkeiten. Heute erzähle ich, wie die Woche in San Jose war. Wir waren ja nach dem Fliegen nach Costa Rica noch eine Woche in der Hauptstadt. Ein bisschen zum Akklimatisieren. Und das haben wir auch gebraucht. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, wir sind angekommen ich glaube 19 Uhr waren wir dann im Hotelzimmer, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und wir waren fix und fertig. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, am nächsten Tag Jetlag, 3 Uhr früh wach geworden, alles so der Reihe. Auch schon auf. Ja. Aber wir waren da. Die Woche San Jose hatte ich deswegen geplant, weil wir sind ja Ende März los. Da war es ja bei uns, hat es noch 5 Grad gehabt, es war kalt, es war noch gefühlter Winter und ja. Das heißt, ich habe die Woche geplant, damit der Unterschied hier zu Pazifik, Sommer, Sonne, Sand, heiß, Tropen nicht ganz so krass ausfällt. Wir haben ja unseren Opa dabei mit 80 Jahren und das wäre halt schon krasser Temperaturunterschied gewesen und das wollte ich ihm nicht zumuten und ja, uns allen anderen auch ein bisschen einfacher machen, das Ganze, die Umstellung. Wir haben ja die letzten Wochen vorm Fliegen echt viel geackert und das heißt, die Tage in San Jose, die waren eher so, hier, runterkommen. Schalt mal einen Gang zurück, schlaf dich mal aus. Schlechter gesagt wie getan mit Jetlag, aber ja, irgendwas ist immer. Und ja, auch so die ersten Dinge irgendwie, die ersten Schritte in Costa Rica machen. Wir haben erfolgreich ein Auto gekauft. Bankkonto öffnen ging nicht, weil wir hatten ja noch nichts hier, aber Fragen kostet ja nichts. Ich habe mich mit meiner Spanischlehrerin getroffen, die ich quasi seit 2 Jahren habe. Die ist ja von der Gegend und kam dann vorbei ins Hotel. Und ansonsten haben wir gechillt, so ein bisschen die Gegend erkundet rund ums Hotel und ja, einfach irgendwie morgens aufgewacht und festgestellt, hier sind wir immer noch hier. Also untergebracht waren wir im Hotel Parque del Lago, also das ist, da gibt es auch diesen riesengroßen Park in San Jose, wo das Nationalstadion ist und auf der Ostseite, einen Block entfernt ist es. Und das war ganz cool, also das war wirklich relativ zentral gelegen. Ich habe es verpasst und bin jetzt leider nicht ins Zentrum gegangen, meine Männer schon. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie untergegangen. Ich habe das irgendwie verpasst. Ja, ist egal. Muss ich nachholen. Und ansonsten sind wir halt oft in den Park rübergegangen, zu dem Basketballplatz. Da wollte halt Felix immer hin, ja, Basketball spielen. Und Frühstück hatten wir im Hotel inklusive. Haustiere erlaubt, ja, Chewy, also kleine Haustiere. Und nebendran, so ein bisschen schräg, war dieses Soda Tapia. Und da waren wir dann auch oft beim Essen. Die ersten Berührungspunkte hier von Opa, auch hier mit dieser Küche. Und ja, es war cool. Es war echt so eine schöne Zeit auch irgendwo. Du kannst in dieser Woche nicht viel machen. Oder du hast überhaupt nicht die Möglichkeiten. Ne? Wir hatten das Auto, haben wir ja zwar gekauft, aber halt bis das alles abgewickelt wird, die ganzen Papiere, Zahlung und so weiter. Das heißt, wir haben da überhaupt kein Auto gehabt in dieser Zeit. Das heißt, wir sind alles zu Fuß gegangen. Schön. Und ja, so im Nachhinein betrachtet, war halt das wie schon so ein bisschen Urlaub. Und ich habe das
hier. Ich habe hier letztes Jahr im Januar habe ich ein Buch angefangen, wo ich 5 Jahre lang jeden Tag so ein bisschen schreiben kann, was wir gemacht haben. Und das ist jetzt wird es interessant, weil nachdem wir ja jetzt in Costa Rica sind, kann ich jetzt schon lesen, was wir vor einem Jahr um die Zeit gemacht haben. Ja? Und das ist wirklich so manchmal, wo ich mir echt denke, oh nee, Gottes Willen, das ist jetzt ein Jahr her, oh Gott, was war denn seitdem alles noch? Na, echt, und jetzt sitzt du hier und chillst dein Leben. Ja, chillen das Leben ist auch ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip ist es so, also dass wir uns dann noch abgerackert haben. Und ja, wir sind halt viel rumgelaufen, waren im Park La Sabana, also da mit dem Nationalstadion. Unter der Woche war der ziemlich leer und dann bin ich mal mit Felix an einem Sonntag da durchgelaufen. Da war ja halb San Jose, glaube ich. Also das war echt krass. Das war dieser Unterschied, unter der Woche fast nichts. Also fast nichts, ja, war schon auch was, aber jetzt nicht so. Und am Sonntag hier überall voll. Das war wirklich krass. Aber es war halt schön, es war interessant, es war wirklich, wo du sagst, es ist ganz was anderes. Also ich meine, es war ja jetzt nicht nur ein anderes Land, sondern wir sind ja irgendwo so ein bisschen Landpomeranzen, ja. Die größte Stadt oder die nächste größere Stadt mit 100.000 Einwohnern oder so ist ja mindestens eine Autostunde Fahrt entfernt gewesen in Deutschland. Und dann plötzlich hockst du hier in der Großstadt und dann gehst du da durch und dann denkst du, boah, so viele Leute hat der ganze Landkreis daheim nicht. Das war in der Hinsicht auch so ein bisschen eine Umstellung. Ich meine, letzten Endes sind wir auch deswegen dann nach San Jose wieder in eine ruhigere Gegend gegangen. Ja. Wir sind halt einfach Landeier. Ist so. Kannst nichts schönreden. Ich werde nie irgendwie ein Großstadtmensch sein und ich werde auch nie irgendwo mich in einer Großstadt zu Hause fühlen. Es hat eine gewisse Faszination für ein paar Tage oder für einen Urlaub oder Sightseeing oder Kultur oder was auch immer, aber leben möchte ich da nicht. Nein, das ist gar nicht meine Welt. Aber wie gesagt, das war ja im Prinzip jetzt wie Urlaub und von dem her war es interessant. Das Soda Tapia, das ist ja ganz bekannt, irgendwie in San Jose, existiert ja schon seit über 100 Jahren. Und das sind wir dann auch mit dem Opa hingegangen. Also das waren jetzt, ich glaube, wie viel musste man da laufen? 100 Meter vielleicht, so über die Straße, so den Block und dann über die Straße und dann wieder da runter. Und ja, da ist der Opa dann mitgegangen und dann hat er halt hier auch diese typischen hier Casado, das Essen und Sandwich haben wir ihm mal bestellt auch, ja. Bestellst ja alles auf Spanisch. Ah, Opa, lass dich überraschen, was es zu essen gibt. Aber hat ihm alles geschmeckt. Total super. Und sowieso, das ist halt ganz was anderes. Und Frühstück, jeden Tag Gallo Pinto. Mit Kochbananen, mit Rührei, mit, was weiß ich, gebratener Wurst, mit dem und jenen. Immer so ein bisschen durchvariiert. Ja. Der beste Kaffee der Welt. Da fällt dir erst auf, wie bitter der Kaffee woanders schmecken kann. Und ja. Der beste Spruch war tatsächlich vom Opa dann, nach ein paar Tagen, saßen wir beim Frühstück. Er hat sein Gallo Pinto reingeschaufelt und hat auf einmal gesagt, wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte, wäre ich zu Fuß hierher gegangen. Das hätte ich sehen wollen. Oh Gott. Ja, aber ist schön. Es ist echt schön. Es gefällt auch allen hier. Und Felix war am Anfang so ein bisschen, wie wird das hier? Diese Unsicherheit auch. Aber das ist normal. Wenn du dich auf nichts Neues einlässt, dann siehst du auch nichts Neues. Ganz einfach. Und ja, das war halt im Prinzip das hier Sightseeing und
Also so richtige Sightseeing-Tour in San Jose müssen wir mal extra machen. Ohne Auto, zu Fuß und doch hier mit Jetlag und mit Akklimatisieren und die Wärme noch nicht gewohnt und sowas war halt das dann schon auch ein bisschen herausfordernd. Aber wir hatten ja keinen Stress. Das war ja das, was ich von vornherein gesagt habe. Kein Stress, der kommt von selber. Und an einem Tag war auch irgendwie so ein bisschen so, ja, wie so Rauch oder irgendwas von einem Vulkan zu sehen. Ich habe keine Ahnung, welcher das war zu diesem Zeitpunkt. Später ist ja dann dieser Boas irgendwie so ein bisschen rumgespuckt. Ich weiß nicht, ob der das schon war. Also da habe ich noch kein Gefühl für Himmelsrichtungen gehabt. Es war schön, also auch diese, wir waren ja im Hotel im 2. Stock und wir haben auf diesen Paseo Colón hingesehen, ja? Diese riesengroße, dreispurige Hauptstraße da quasi in Richtung Zentrum rein. Und das war auch faszinierend, auch diesen ganzen Verkehr zu sehen. Wie gesagt, Landei, boah, das ist eine dreispurige Straße, was muss ich denn da machen? Ist jetzt übertrieben, ja, aber ja, so im Prinzip, es war halt schön, das alles zu sehen und dann eben im 2. Stock das so weit rauszusehen und ja, war cool, war echt cool. Und das Wichtigste ist es hat jedem gefallen. Es hat jedem das Essen geschmeckt. Irgendwann haben auch alle gut geschlafen und nicht mehr hier 3, 4 Uhr morgens wach geworden. Und die ersten WhatsApp-Telefonate nach Hause, also hauptsächlich der Opa. Und ja, wie gesagt, Shui ging's gut. Und was auch noch irgendwie so surreal war, bei diesem Hotel haben sie irgendwie immer Musik gespielt. Da lief immer klassische Musik im Eingangsbereich, also quasi vor dem Hotel. Also diese ganzen klassischen Klassik-Schinken, die man halt immer irgendwo im Musikunterricht von irgendwem um die Ohren geschlagen bekommen hat, die liefen da. Und da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, also so gefühlt bin ich jetzt noch in Europa, ja. Das war auch noch so ein bisschen surreal, aber war schön, Du bist da mitten in so einer Stadt. Und dann läuft hier Beethoven, die 5. Sinfonie. Ja, war irgendwie war es cool. Und dann, ich glaube, wir hatten da noch 2 Tage, bis wir hier nach Samara dann gestartet sind. Da hat dann Opa mal gesagt, boah, jetzt will er dann mal los wieder. Da war es ihm dann schon irgendwie zu viel. Zu viel will ich jetzt nicht sagen. Also das sah nicht nach zu viel aus. Der hatte ein Bett und vor dem Bett war genau ein Fenster und da hat er genau rausgesehen, wie oft er da stundenlang gesessen ist und hat dem Verkehr zugeschaut, dem Wetter, den Vögeln, manchmal sah man ein Flugzeug vorbeifliegen, da saß er immer dort und hat da immer so echt rausgeschaut und dann waren ja auch noch so ein paar Blumen, sind dann aufgeblüht und ich glaube, der war hin und weg. Und was auch noch so schön war, auf dem Weg zum Aufzug, sind wir beim Zimmer so ums Eck, bum, 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 und da war dann so ein riesengroßes Fenster und da sah man so richtig San Jose, die Stadt, hintenrum wie das Gebirge, die Berge so ein bisschen hochgehen, das ist halt alles grün, das ist jetzt nicht wie im bayerischen Voralpenland, wo jetzt hier ein bisschen was Grünes ist und dann oben grau und weiß und ja, nein, das ist alles grün. Und das hat ihn irgendwie so fasziniert. Du gehst da so ums Eck, da ist der Gang, ist eher dunkel und dann gehst du ums Eck, dann ist das riesengroße Panoramafenster und dann sieht er dieses ganze. Und dann war auch nachts, da war so ein Turm, ja, da stand oben irgendwie Microsoft und da war dann nachts ganz viel LED-Beleuchtung und Leuchtreklame und was weiß ich was. Und das sah auch so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, wie vor 30 Jahren irgendwo anders. Und das war, glaube ich, auch so das Faszinierende, weil diese Optik auch, diese ganzen Farben und dieses Grelle und dieses Helle auch, ja, das ist ja alles hier viel heller. Das merkst du wirklich mit dem Licht, das ist teilweise echt grell. Und ja, wie gesagt, der war völlig von den Socken. Ich meine, wir waren ja schon mal hier, da war ja das einigermaßen klar, dass das
Erfolg wird. Aber beim Opa war halt wirklich dieses, gefällt's ihm, wird das was? Schimpft da rum, meckert da, findet er hier was zu nörgeln oder da, aber irgendwie, nee, war nix, gar nichts. Und was dann auch noch so krass war, den vorletzten Tag in der Früh, glaube ich, war das. Ich weiß nicht, Montag oder Dienstag in der Früh. Mittwoch sind wir ja dann weiter. Und Montag oder Dienstag in der Früh, da war ja in dem Restaurant vom Hotel, war ja auch so eine Glasfront in so einem Hauseck. Und da ist immer so ein Bus quasi von der Straße gegenüber, wenn der so nach rechts abgebogen ist er quasi genauso an diesem Eck vorbei. Und dann hat er auch immer mit den Scheinwerfern da total in das Restaurant reingeleuchtet. Und dann hat Opa immer so ein bisschen unterschwellig Angst gehabt, dass der Bus irgendwo hier in das Eck reinfährt. Ja, fährt er aber nicht, weil am Gehsteig waren dann natürlich lauter so Poller, dass da nichts passiert. Und eben an diesem besagten vorletzten Morgen war das dann so, dann sind irgendwie 2 Autos da so richtig, ich glaube, das ist so richtig, so typisch hier dieser Verkehr. Irgendeiner hat eine rote Ampel übersehen und dann sind die so wusch zusammen und genau auf dieses Eck hin. Es war halt dann morgens beim Frühstück, was ist denn da passiert? Hat nicht lange gedauert, dann war Fernsehteam da und Halligalli und sonst was. Ich meine, war nur Blechschaden. Aber das war dann auch so der erste Kontakt hier mit diesem Verkehr. Der ist echt mit Vorsicht zu genießen. Es war uns schon klar, nach einer Woche zu Fuß gehen und immer den Einheimischen nachlaufen, wenn man eine Straße überquert. Ja? Nicht selber. Ja, ist cool. Und dann ging es eben nach dieser guten Woche nach Samara. Und ja, und dann ging Opa erstmal richtig die Augen auf. Das erzähle ich dann im nächsten Video. Ciao.